Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Werner Watches YouTube-Video. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das mir selbst sehr am Herzen liegt, der Louis Cartier Collection von Cartier aus den 70er Jahren. Ich möchte das Video jetzt nicht unbedingt einen Reference Guide nennen, ich finde, das wäre zu viel und das wäre auch zu wissenschaftlich, aber zumindest der Approach ist da. Ich möchte euch die meiner Meinung nach relevantesten Modelle aus dieser Kollektion vorstellen, euch einen Überblick über die Referenzen geben und natürlich auch ein paar tolle Bilder der Modelle, die wir hier vor uns liegen haben, zeigen. Viel Spaß! Fangen wir an mit einem Modell, was ich erst kürzlich habe kennenlernen dürfen, was dann in wirklich allerkürzester Zeit eine ganze Menge Beachtung gefunden hat, und zwar der Fabergé, auch bekannt als Square Incurvé. Das ist lustigerweise sogar der richtige Name des Modells, so wie ich das zumindest verstanden habe. Die Uhr hat die Referenz 78101 und es handelt sich um das große Modell. Groß meint in diesem Zusammenhang tatsächlich auch groß, denn das Gehäuse hat 27 x 32 mm. Das ist tatsächlich für eine solche Uhr schon eine ganze Menge und ich finde, die Uhr wirkt durch das Tonneau-shaped Gehäuse wirklich groß, sowohl am Handgelenk als auch wenn man sie in den Händen hält. Es gibt dieses Modell auch noch als Damenvariante. Diese Uhr hat dann 20 x 27 mm. Lustigerweise finde ich, dass selbst diese Größe fast als Herr tragbar wäre, aber ihr kennt meinen Approach, ich trage halt auch sehr gerne kleine Uhren. Die Uhr wird im Übrigen, wie viele andere Modelle aus der Louis Cartier Kollektion auch, von einem ETA-Werk angetrieben. Cartier nennt das immer das 781. In Wirklichkeit ist es ein ganz normales ETA-Werk. Außerdem gibt es die Fabergé, ähnlich wie die meisten Modelle aus der Louis Cartier Kollektion, auch noch in Weißgold. Das ist allerdings so selten, dass es wirklich schwer ist, da einen Preis ranzuschreiben oder die überhaupt nur dem Markt zugänglich zu machen. Machen wir weiter mit dem wohl beliebtesten und bekanntesten Modell aus der Louis Cartier Kollektion, der Cartier Santos Dumont. Ich habe hier tatsächlich die beiden bekannten Varianten, zum einen die Extrablatt-Variante, als auch dann daneben die ETA-Variante liegen. Fangen wir an mit der Extrablatt-Variante. Extrablatt kommt von Ultra Thin, also extrem flach, ultra flach. Das liegt daran, dass die Uhr das wunderschöne FPG, Frédéric Piguet Kaliber 21 trägt, was zu seiner Zeit eines der flachsten Handaufzugskaliber überhaupt war. Das merkt man auch am Gehäuse. Mit unter 5 mm Gehäusedicke ist diese Uhr wirklich ultra flach. Sie hat außerdem einen Gehäusedurchmesser von 27 x 36 mm, ist also sehr gut tragbar. Lasst euch da aber jetzt bitte nicht von der Größe täuschen im Vergleich zu der Fabergé, denn dadurch, dass die Uhr wirklich quadratisch ist, wirkt sie größer, aber die Größen sind so ein bisschen verschoben. Das heißt, ich finde nicht, dass die Uhr größer, eher sogar kleiner wirkt als die Fabergé, obwohl die Millimeterangaben jetzt erstmal so wirken, als sei die Uhr größer. Gerade die Extrablatt-Variante der Santos Dumont gibt es in wahnsinnig vielen Varianten. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Uhr sich ja bis 2008 noch in die CPCP-Kollektion, also Cartier Paris Collection Privé, durchzieht. Wir haben neben der Paris-Style-Variante, die wir hier haben, auch noch ein Modell mit guillochiertem Ziffernblatt, aber ohne Paris-Schriftzug unter dem Cartier-Logo. Dann eben aber auch dieses Modell als CPCP-Variante mit dem Paris-Schriftzug unter dem Cartier-Logo. Das heißt, dieses Modell wurde wirklich wahrscheinlich mit am längsten gebaut, zieht sich noch bis in die 2000er Jahre durch, was aber natürlich auch für den Erfolg der Uhr steht. Direkt daneben haben wir dann die ETA-Variante mit der Referenz 78097. Die wird scherzeshalber auch Chubby oder Chunky Case genannt. Das kommt ganz einfach von der höheren Aufbauhöhe. Ist ja klar, das ETA-Werk ist natürlich höher als das Frédéric Piguet 21 Kaliber. Das heißt, die Uhr setzt höher auf. Und dadurch, dass die Uhr auch noch ein kleines Stück kleiner ist als die Dumont, sie hat nämlich nur 25 mm Durchmesser, dadurch wirkt die Uhr so ein bisschen chubby. Sie wirkt so ein bisschen dicker, bisschen chubby eben. Macht die Uhr nicht weniger schön. Ich muss sagen, mich begeistert sie sogar immens in den letzten Tagen, seitdem ich sie habe kaufen dürfen. Ich bin natürlich auch die Extrablatt-Variante eher gewohnt, weil ich davon schon mehr hatte. Aber es ist wirklich eine beeindruckende Uhr. Auch die gab es dann natürlich als Damenmodell und auch hier als Deux Or, also Weißgold, Gelbgold und Vollweißgold-Variante. Wenn wir schon bei Deux Or sind, macht es nur Sinn, mit der nächsten Uhr weiterzumachen, denn wir haben hier eine leibhaftige Deux Or vor uns liegen, und zwar eine Trianon. In dem Fall auch hier das große, also das Grand Modell GM mit der Referenz 96063. Diese Uhr ist wie gesagt die Deux Or Variante der Trianon. In dem Fall bedeutet das, dass die Lünette in Weißgold und der Rest des Gehäuses in Gelbgold gefertigt ist. Wir haben einen Gehäusedurchmesser von 26 x 28 mm und, das ist ganz spannend, auch das Frédéric Piguet 21 Kaliber.
Warum ist das so spannend? Die Uhr ist aufgrund der Art, wie das Gehäuse gebaut ist, sogar flacher als die Santos Dumont. Da geht es natürlich nur um einen Bruchteil eines Millimeters, aber sie ist flacher. Und ich sage immer so ein bisschen übertrieben, dass für mich die Trianon fast schon der Dumont Extrablatt Killer ist. Sie weist nämlich viele Merkmale der Santos Dumont Extrablatt auf. Sie ist aber etwas runder, etwas femininer, möchte ich sagen, und dadurch schmuckiger, was mir persönlich und vielen meiner Kunden und derer, mit denen ich mich über die Louis Cartier-Kollektion unterhalte, fast besser gefällt. Außerdem ist die Trianon natürlich bei weitem nicht so oft gebaut worden wie die Santos Dumont Extrablatt. Das liegt daran, wie anfangs schon besprochen, dass die Santos Dumont als Extrablatt-Variante sehr, sehr lange noch weitergebaut wurde. Die Trianon hingegen wurde nur innerhalb dieser Louis Cartier-Kollektion gebaut. Das heißt, sie ist deutlich seltener als die Santos Dumont, die Preise lassen aber noch auf sich warten. Als nächstes, und darauf kann ich das ganze Video schon nicht warten, haben wir das absolute Highlight, die Cartier Cousin. Sie wird auch Bamboo genannt, unter dem Namen werdet ihr sie eher kennen. Der liebe Raf von Time by Raf würde mich aber dafür hinrichten, wenn ich sie in dem Video Bamboo und nicht Cousin nennen würde. Die Cousin hat vor allem 2023 einen riesigen Hype erfahren. Es liegt nicht zuletzt daran, dass einige wichtige Player in der Uhrenindustrie sich total in diese Uhr verguckt haben und das entsprechend nach außen getragen haben. Aber auch viele Hardfacts sprechen für diese Uhr. Nicht zuletzt ist es die Größe, denn das Gehäuse wirkt durch die sozusagen ausschweifenden Hörner sehr, sehr groß. Die 26 x 34 mm, die man oft online findet, sind zwar richtig, wenn man mittig misst, aber dadurch, dass das Gehäuse unten und oben ja quasi ausbricht, wirkt die Uhr deutlich, deutlich größer. Außerdem ist die Cousin meiner Meinung nach das perfekte Beispiel dafür, warum man Cartier King of Shapes nennt. So eine Gehäuseform, so eine ästhetische Gehäuseform mit dem Schwung und den Kanten, das kann wirklich nur Cartier und das konnte auch wirklich nur Cartier. Nicht zuletzt ist die Cousin mit der Referenz 78102 auch extrem selten. Sie wurde schätzungsweise ungefähr 200 Mal gebaut in Gelbgold. Es gibt sie auch noch in Weißgold. Da möchte ich keine Vermutung anstellen, wie selten die in Weißgold sein muss. Es gibt die Cousin auch als Damenmodell unter der Referenz 78110 und dem PM, also Petit Modell. Ich möchte nicht zu sehr ins Schwärmen kommen, aber ich muss sagen, in die Bamboo oder auch Cousin habe ich mich schon schwer verliebt, seitdem ich sie vor knapp einem Monat ankaufen durfte. Es ist wirklich mittlerweile sogar eher 2 Monaten, es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Uhr, die ob ihrer Form, ob ihrer Größe und ihrer Eleganz sehr, sehr viel Spaß macht und meiner Meinung nach dem Hype wirklich gerecht wird. Als nächstes wage ich mich zu einem weiteren Highlight, vielleicht der Uhr Cartier, die an Relevanz möglicherweise sogar über der Santos steht. Und zwar reden wir von der Cartier Tank Normal. In diesem Fall haben wir die Referenz 78092, das ist das Grand Modell aus der Louis Cartier Kollektion. In diesem Fall betrieben auch von einem 78-1 Cartier bzw. eben ETA Kaliber. Was macht die Normal jetzt aber so spannend im Vergleich zur Louis Cartier? Naja, sie zeigt die Wurzeln der Tank, denn wie viele wissen, der Begriff Tank kommt tatsächlich von dem Wort Panzer und bezieht sich auf die Panzer des Ersten Weltkriegs, die, wenn man von oben auf sie herabschauen würde, in etwa die Form der Tank haben. Wenn man sich nun aber die Louis mit ihren abgerundeten Kanten anschaut, dann lässt sie so ein bisschen die Form dieses Panzers von oben vermissen. Die Normal, die als solche 1917 das erste Mal gebaut wurde und damit wirklich die Urtank ist, hat diese Form aber noch. Sie hat sozusagen stärkere Kanten, sie hat stärkere Winkel und ja, sie hat noch diesen industriellen Charme, den man der Tank ursprünglich und dann später der Tank Normal nachsagt. Auch diese gibt es unter der Referenz 78093 als Damen, also PM-Modell und auch hier in Weißgold. An der Stelle muss aber gesagt werden, die Normal in Weißgold zu finden, ist nochmal wirklich eine Schippe besonderer als andere Modelle, die hier vor mir liegen. Ich weiß von guten Bekannten, die das geschafft haben und da muss ich sagen, nochmal Glückwunsch, das war wirklich der Wahnsinn. Also eine weißgoldene Normal zu finden, aufzutreiben, das ist schon etwas ganz Besonderes. Wir neigen uns jetzt schon dem Ende zu, zumindest was die Inhalte dieser Box angeht. Und ich finde, es ist nur verdient, dass last but not least auch die Tortue Erwähnung findet. Die Tortue trägt nämlich, ebenso wie die Santos Dumont Extrablatt und die Trianon, auch das Frédéric Piguet 21 Kaliber und ist damit ultra thin. Auch bei der Tortue haben wir unter 5 mm Gehäusedicke, das heißt eine wirklich, wirklich flache und sehr, sehr schmuckige Uhr. Auch die Tortue findet ihre Ursprünge schon ganz, ganz früh in der Geschichte von Cartier und ist damit ein wirklich relevantes Modell innerhalb dieser Cartier-Kollektion.
Lustigerweise ist sie, was die Hard Facts angeht, gar nicht so viel kleiner als die Bamboo. Das liegt daran, dass auch hier mittig gemessen die Abmessungen 26 x 34 mm sind. Natürlich ist es aber bei der Tortue andersrum als bei der Bamboo, dass sie nach oben und nach außen hin sozusagen schmaler wird. Das heißt, die Uhr trägt sich in dem Fall ein ganzes Stück kleiner. Spannend bei der Tortue, das gilt allerdings auch für viele andere Modelle aus der Louis Cartier-Kollektion, ist meiner Meinung nach vor allem das Armband. Wir haben in dem Fall nur in Anführungszeichen ein wunderschönes Lederband. Die Tortue kam aber auch an dem sogenannten Grain de Riz, also Beads of Rice, Reiskornband. So viel nun zu den Modellen, die ich hier in der Box liegen habe. Es gibt aber auch noch einige andere spannende Modelle aus der Louis Cartier-Kollektion, die ich euch trotzdem vorstellen möchte. Eine Honorable Mention ist auf jeden Fall die Cartier Tonneau. Auch diese hat, ähnlich wie die Tortue, ihren Ursprung ganz früh in der Cartier-Kollektion. Ich weiß von Modellen um 1920, das heißt wirklich sehr frühe Modelle, und dass die sich bis in die Louis Cartier-Kollektion und dann auch in die CPCP-Kollektion gezogen haben, das finde ich wirklich super. Selbstverständlich muss aber auch die Cartier Tank Louis erwähnt werden. Ich hatte sie ja gerade schon angesprochen, als ich über die Normal geredet habe. Die Louis ist aber ein absolutes Staple in der Cartier-Kollektion und wird ja auch so bis heute noch gebaut. Der Cornerstone der Cartier Tank Louis ist die 78086, das ist die ETA-Variante der Tank Louis aus der Louis Cartier-Kollektion. Ebenso relevant ist die 96019. Das ist auch eine Tank Louis, ebenso 23 x 30 mm, aber mit dem Frédéric Piguet 21 Kaliber. Ihr seht, es zieht sich durch, dass diese zwei Kaliber, eben das 78-1 und das Frédéric Piguet 21 Kaliber, die Cartier Louis Kollektion geprägt haben sozusagen. Außerdem gab es auch noch eine ganz spannende Cartier Tank Louis, und zwar die Jumbo Automatique und dann auch noch die Jumbo Automatique XL. Das sind zwei große Modelle der Cartier Tank Louis, das heißt über diese klassischen 23 x 30 mm hinaus und mit Automatikwerk, was ganz selten vorkommt. Ihr seht, gerade bei der Tank Louis gibt es unfassbar viele verschiedene Varianten, was natürlich davon zeugt, wie beliebt diese Uhr schon immer gewesen ist, weil sie eben wirklich der Staple, der Klassiker von Cartier ist. Außerdem zu erwähnen sind drei wichtige Modelle, nämlich die Ceinture, die Gondole und die Cristallor. Nicht zuletzt die Cristallor hat ja auch 2023 ein bisschen im Fahrwasser der Bamboo, muss man sagen, wirklich an Appreciation gewonnen, und zwar mit Recht, wie ich finde. Die Cristallor als Grand-Modell mit der Referenz 78096 hat viele der Vorteile, die auch die Bamboo hat. Sie ist meiner Meinung nach ein wenig konservativer, aber trotzdem sehr straightforward, sehr wieder King of Shapes lastig und eine super tolle Uhr, die mit 28 x 35 mm ebenso groß ist. Das letzte Modell, über das ich wirklich gerne noch reden würde, ist die Cartier Chambard, Referenz 10751. Warum mag ich diese Uhr so gerne, obwohl ich selbst leider noch nie eine hatte? Ich finde, sie ist eine Mischung aus Dumont und Trianon. Ich hatte ja schon gesagt, dass selbst die Trianon recht nah an der Dumont ist, und ich finde, die Chambard macht da den perfekten Spagat. Sie hat das kantigere, das etwas quadratischere Gehäuse, was mehr an die Dumont gemahnt, hat aber trotzdem die Rundungen von der Trianon. Gefällt mir wahnsinnig gut. Und auch diese Uhr trägt das Frédéric Piguet 21 Kaliber. Ihr merkt, ich persönlich tendiere immer zu den Extra-Platt-Varianten. So viel zu den verschiedenen Uhren. Zwei Sachen möchte ich jetzt allerdings noch besprechen. Zuerst möchte ich über die Ziffernblätter reden. An der Stelle ist immer die Frage, hat die Uhr ein Paris-Dial, also ein Paris-signiertes Dial mit dem Paris-Schriftzug an der 6 Uhr Position, oder ein Swiss-Dial, ein Swiss-Only-Dial, also mit einem Swiss-Schriftzug auf der 6 Uhr Position. Darin kann man nämlich erkennen, ob die Uhr ein Originalblatt, was so ab Werk kam, oder ein Service-Ziffernblatt hat. Regelmäßig ist es nämlich so, dass die Modelle aus der Louis Cartier-Kollektion mit Paris-Dials ausgeliefert wurden und die Swiss-Dials dann die Service-Dials waren. Es gibt allerdings auch Übergangsmodelle, das heißt solche, die spät gefertigt wurden, die schon Swiss-Only-Dials haben, aber als solche tatsächlich von der Fabrik ausgeliefert wurden. Zu bestimmen, was jetzt was ist tatsächlich nicht leicht. Auch ich habe dieses Problem regelmäßig. Sicher ist man immer, wenn man sagt, die Paris-Dials sind Factory, das heißt kommen von Werk aus. So. Bei den Swiss-Dials ist es dann immer so, dass man sich die Provenienz der Uhr angucken muss, dass man sich den Zustand der Uhr angucken muss und dann von daher ableiten muss, ob es möglich wäre, dass dieses Ziffernblatt tatsächlich so kam, ob das vielleicht auch über die Seriennummer so nachvollziehbar sein könnte
oder ob es doch ein Service-Dial ist. Ein Service-Dial macht die Uhr natürlich nicht kaputt. Ganz im Gegenteil, gerade wenn das Paris-Dial irgendwie gecrackt ist oder sonstige Schäden hat, macht es total viel Sinn, das durch ein Swiss-Dial zu ersetzen. Dann muss man allerdings, wenn man die Uhr kauft, das beim Preis berücksichtigen, weil die Paris-Dial-Modelle natürlich schon immer beliebter sind. Die Modelle aus der Louis Cartier-Kollektion, die am Lederband kamen, kamen mit 2 Schließenvarianten. Zum einen gab es die klassische Dornschließe. Hier ist es so, dass die Schließen regelmäßig Vollgold sind, aber auch ich habe schon gesehen, dass die Cartier-Modelle aus der Louis-Kollektion, die 18 Karat Gelbgold-Gehäuse haben, trotzdem original ausgeliefert wurden mit vergoldeten Dornschließen. Das gilt nicht für die Faltschließen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, denn wir haben gerade in der Louis Cartier-Kollektion die sogenannte Pre-88-Faltschließe. Was ist der Unterschied zwischen der Pre-88 und der Post-88 Faltschließe? Die Pre-88 hat keine Schnellverstellung. Die Post-88 hingegen lässt sich über einen Durchzugsmechanismus an einem Teil der Schließe schnell verstellen. 88 bezieht sich hierbei natürlich auf das Jahr, in dem dieser Wechsel stattgefunden hat. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Modelle aus der Louis Cartier-Kollektion allesamt, wenn sie denn überhaupt mit Faltschließe kommen, eine Pre-88 Faltschließe zu tragen haben. Diese werden tatsächlich von Tag zu Tag seltener und gefragter. Gerade die 16 mm Varianten sind mittlerweile wahnsinnig teuer geworden. Gleiches gilt aber auch für die 14 mm Varianten. Und das, obwohl sie natürlich den einen großen Nachteil haben, dass die Bänder immer gefertigt werden müssen. Das bedeutet, man kann nicht schnell verstellen und man muss das Band immer auf Maß bestellen. Das trägt, wie ich finde, aber auch zu diesem unglaublichen Charme dieser Uhren bei. Es muss wirklich Arbeit da reinfließen, dafür zu sorgen, dass die Uhr einem so passt, wie sie einem passen soll. Das beginnt natürlich schon bei dem Kaufprozess, weil diese Uhren wahnsinnig selten und wahnsinnig hochwertig und natürlich auch wahnsinnig teuer sind. Aber es wird vollendet durch die Suche nach einem optisch und natürlich von der Länge her passenden Band. Und das ist für mich immer ein total romantischer Gedanke. So ihr Lieben, das war's mit dem Video. Ich habe euch jetzt lang genug mit Referenzen und Durchmessern gequält. Ich hoffe, dass dieses Video trotzdem für den einen oder anderen eine große Hilfe sein könnte auf der Suche nach seiner nächsten Cartier aus der Louis Cartier Kollektion. Ich glaube, dass einige der Informationen, die ich euch hier nennen durfte, wirklich hilfreich sein können. Wenn ihr Fragen zu einem der Modelle habt, meldet euch gerne bei mir. Natürlich stehen einige der Modelle, die hier zu meiner Linken stehen, auch zum Verkauf. Wenn ihr Interesse an einem der Modelle habt, meldet euch gerne bei mir. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!